Einer meiner Wellies hat schon seit Wochen Durchfall. Damit der Tierarzt eine Infektion mit Bakterien oder Parasiten wie Würmer ausschließen kann, habe ich eine Kotprobe vorbereitet. Was ist dabei zu beachten? Meist möchte der Tierarzt eine Kotprobe von mehreren Tagen. 3, um genau zu sein. Wenn es ein akutes Problem gibt, nimmt er auch schon einmal einen frischen Abstrich. Meine Tierarztpraxis hat zum Beispiel die Möglichkeit, solche Proben oder eine Kopfspülung direkt vor Ort zu untersuchen. In einem spezialisierten Labor gibt es aber andere Möglichkeiten. Hier können Kotproben über mehrere Tage angelegt werden, um nachzuvollziehen, ob Bakterien oder Schimmelsporen sich vermehren. Deswegen dauert es auch meist ein paar Tage, bis das Ergebnis da ist. Doch wie sammle ich die Kotproben am besten ein? Am besten nehmt ihr Backpapier. Denn anders als Küchenkrepp saugt das Backpapier den Kot nicht auf. So wird die Probe nicht mit den Papierfasern kontaminiert. Der Tierarzt wird euch ein kleines Röhrchen mit einer winzigen Schaufel mitgeben. Damit lässt sich der Kot leicht aufsammeln. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass der Kot in der großen Voliere oder im Käfig nicht gezielt von einem Vogel gesammelt werden kann. Bakterien und Parasiten werden nämlich leider bei allen Vögeln gleichermaßen umgehen. Und ihr müsst euch bei einer positiven Probe darauf einstellen, dass alle Vögel behandelt werden müssen. Ich lege das Backpapier über Nacht unter Ihren Schlafplatz und sammle den Kot am nächsten Morgen ein. Ihr könnt natürlich auch tagsüber sammeln. Aber da die Vögel dann aktiver sind, wird es schwieriger, einen guten Platz zu finden. Ist der kranke Vogel schon in Quarantäne, habt ihr es leichter. Dann müsst ihr nur das Backpapier im Käfig auslegen und könnt praktisch den ganzen Tag Proben sammeln. Der Tierarzt euch informieren, was das Ergebnis beim Labor war und wie jetzt weiter behandelt werden soll. 2 Dinge müsst ihr beachten. Nummer 1: Hat der Wellensittich eine akute Infektion mit Atembeschwerden, Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust, solltet ihr nicht tagelang auf das Ergebnis warten, bevor ihr eine Behandlung startet. Meist wird der Tierarzt es zuerst mit einem Breitbandantibiotikum versuchen und je nach Untersuchungsergebnis dann die Behandlung mit einem spezifischeren Antibiotikum oder einem anderen Medikament speziell für die Keime oder Parasiten anpassen. Sonst verliert ihr wertvolle Zeit und euer Welli wird immer schwächer, stirbt vielleicht sogar noch vor der Behandlung. Nummer 2: Ihr bekommt eine separate Rechnung vom Labor, die schon einmal heftig ausfallen kann. Die Gebühren haben sich in letzter Zeit drastisch erhöht. Ich musste zuletzt über 100 € zahlen. Für einen schnellen Erfolg der Behandlung ist es aber wichtig, die genaue Ursache für die Beschwerden zu kennen, damit der Tierarzt eine gezielte Therapie starten kann. Sie hat die größten Aussichten auf Erfolg, sodass es eurem Welli schnell wieder besser geht. Also zögert nicht, auch wenn die Gebühren hoch sind. Das sollte euch die Gesundheit eures Wellensittichs wert sein.